Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Fieldstrip bei einer von Walter produzierten 1911er im Kleinkaliber durchführen tut. Da vorab zum Sagen, es braucht eigentlich kein Werkzeug, um das zu machen, aber ab einem gewissen Punkt ist es ein bisschen von Vorteil. Wir verwenden für das einfach das Griffstück von einem kleinen Schraubenzieher. Ein Durchschlag würde sich auch gut eignen. Für was ihr das braucht, werdet ihr später im Video sehen. Jetzt wie immer am Anfang sicherstellen, dass die Waffe ungeladen ist. Und als erstes nehmen wir dann auch gerade das Magazin raus. Der nächste Schritt wäre, da vorne die Endkappe da gegen innen drücken und die Halterung da dann nach links verschieben, damit man das rausnehmen kann. Also sprich, da leicht reindrücken, den nach links drehen und jetzt kommt da die Endkappe und die Rückschlagsfedern auch gerade raus. Jetzt drehen wir den auf die andere Seite drehen, bis am Anschlag. Dann kann man den nämlich auch gerade rausnehmen. So. Als nächstes bewegen wir den Schlitten gegen hinten bewegen. Und zwar so weit, dass die Kerbung hier gleicher Höhe ist wie da das Stück hier vom Schlittenfanghebel. So. Und jetzt kann man den von der anderen Seite aus durchdrücken. Das geht teilweise ein bisschen streng. Und genau darum benutzen wir jetzt hier unser kleines Werkzeug. Da kann man nämlich da ein bisschen Druck drauf geben. Man hört es dann auch gerade klicken. Wenn er so weit durch ist, ist eigentlich schon gut. Dann kann man den Schlittenfanghebel von der anderen Seite einfach rausziehen. So. Jetzt geht es weiter, indem wir den Schlitten ganz nach hinten bewegen und hinten dann leicht anlupfen. Jetzt kann man dann den Schlitten gegen vorne rausfädeln. So. Das letzte Stück, das wir noch hier haben, ist die Federführung, die Spring Guide für die Rückschlagsfedern. Unbedingt rausnehmen muss man die jetzt nicht, aber wir zeigen es jetzt gleich. Ich kann einfach ein bisschen vorgrübeln. Das ist das Wertestück. So, jetzt fehlt uns noch schnell der Fokus. Voilà. Und so nimmt man die Waffen auseinander. Um sie wieder zusammenzutun, fängt es damit an, dass wir das Stück wieder einfädeln. Das geht zwar so rein, dass die Rundung unten ist, anders würde es zwar auch gar nicht reingehen. Wird hier eingefädelt. So, man hat hier rein, wenn man es sieht, ein Loch, wo da der Teil auch reinkommt. Voilà. Dann nehmen wir den Schlitten und ihn wieder angewinkelt einfädeln, bis ganz hinten, dass man ihn abstellen kann. Und jetzt den Schlitten einfach so weit vorne bewegen, dass man da die Kerbung da in gleicher Höhe ist. Jetzt muss man einfach noch schauen, dass die Federführung noch in die richtige Position geht. Man sieht es jetzt da, das Loch ist da jetzt gerade verdeckt. Das kann man einfach machen, indem man einfach die Pistole ein bisschen gegen oben schütteln tut. Meistens muss man es halt vielleicht 2-3 Mal machen. So. Wenn es nicht auf Anhieb geht, einfach den Schlitten noch ein bisschen weiter gegen vorne bewegen, dass da das Loch frei ist. Da kann man es wieder so weit bewegen, dass wir da in der richtigen Position sind. Und jetzt kommt bereits der Schlittenfanghebel wieder drauf. Der verfügt über eine flache Oberfläche oben dran. Und die wird einfach so eingefädelt, dass sie da ab die Federn kommt. So. Jetzt sieht man, es ist ein bisschen gegen oben geneigt, kein Problem. Einfach zuerst so weit wie es geht reindrücken. Und jetzt einfach gegen vorne, also Entschuldigung, gegen oben schieben.
und reindrücken, bis es klicken tut. Zur Sicherheit kann man schauen, auf der anderen Seite müsst ihr leicht gegen raus schauen. Alles gut. Jetzt bewegen wir den Schlitten wieder ganz gegen vorne. Und als nächstes tun wir den wieder da vorne drauf. Der hat hier auch einen kleinen Nockel. Also sprich, es geht nur auf eine Art eigentlich wirklich rein. So, rein. Bewegen ihn jetzt einmal ringsum auf die andere Seite. Und jetzt können wir die Rückschlagsfedern mit der Endkappe einfach wieder einfädeln. So. Wenn es auf Anhieb nicht geht, kann es sein, dass die Führung der Rückschlagsfedern nicht schön gerade drin ist. Dann muss man es halt einfach ein bisschen schütteln. Aber meistens ist das wirklich eine kleine Sache. Wenn es drin ist, kann man da den wieder reindrücken. Wenn man den bis zu dieser Position bewegen tut, fängt die Kappe gerade auf, dass sie nicht mehr rausspickt. Dann kann man einfach wieder reindrücken und bis vorne bewegen, dass sie in der richtigen Position ist. Ja, Schlitten drauf. Schnell Kontrolle. Entspannen. Und die Pistole ist wieder zusammengesetzt. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.